Du hast eine PV-Anlage, aber dein teuer produzierter Strom geht einfach so ins Netz. Das ergibt absolut keinen Sinn. In diesem Video zeige ich dir 4 Wege, wie du das sofort änderst. Und zwar kinderleicht, mit wenig Aufwand und minimalen Kosten. Variante 1. PV-Überschuss gesteuert über deinen Wechselrichter und den SG-Ready-Kontakt von deinem Gerät. Variante 2. Über deinen Wechselrichter und irgendein elektrisches Gerät ohne SG-Ready-Kontakt. Von der Poolpumpe bis zum dreiphasigen Heizstab. Variante 3. Ohne Wechselrichter, dafür über Schelle gesteuert. Denn das ist viel intelligenter und bringt viel mehr Möglichkeiten. Variante 4. Ich zeige dir anhand meiner Brauchwasserwärmepumpe das absolut Geilste. Wir umgehen die komplette Steuerung der Wärmepumpe und steuern alles extern über Shelly, inklusive Temperaturmessung. Und glaube mir, das wird dein komplettes Setup verändern. Dann im letzten Teil zeige ich euch die kostenlose Shelly App, wo wir diverse Zeitpläne und PV-Überschussszenen erstellen, damit alles intelligent und voll automatisiert gesteuert wird. Und jetzt geht's los. Version 1. Wir steuern unser SG-Ready-Gerät über den Wechselrichter. Viele Geräte haben diesen Smart Grid Ready-Kontakt, der kann auch PV-Ready, PV-Function oder Dry Contact heißen. Dann haben die meisten Wechselrichter einen Digital Output oder DO-Port oder Dry Contact. Wo sich die Anschlüsse befinden, steht in der Bedienungsanleitung. Gut, wir verbinden die 2 Geräte mit einem zweiadrigen Kabel. Jetzt müssen wir dem Wechselrichter sagen, wann er diesen Kontakt schließen soll. Dafür gehe ich in die iSolar Cloud, das ist die App von meinem Sungrow Wechselrichter, und gehe zuerst mal in die Einstellungen. Dann kann ich hier intelligente Last aktivieren. Wir wollen einen Lastanschluss. Ich brauche hier den Eco-Modus. Jetzt kann ich eine Zeit wählen, zum Beispiel 13 bis 17 Uhr. In diesem Zeitraum darf er überhaupt diesen Kontakt schalten, aber nur, wenn ich mindestens 2000 Watt Überschuss habe. Einstellungen anwenden, Thema erledigt. Sobald nun die Bedingung erfüllt ist, die Zeit und diese 2 Kilowatt, dann wird dieser Kontakt geschlossen. Und unser SG-Ready-Kontakt wird aktiviert. Jetzt können wir unserem Gerät sagen, was er machen soll, wenn dieser Kontakt geschlossen ist. Die Funktionen stehen auch in der Bedienungsanleitung. Ich bringe euch extra ein blödes Beispiel. Wenn Kontakt geschlossen, dann Wärmepumpe ausschalten und integrierten Heizstab einschalten. Wassersolltemperatur von 48 auf 58 erhöhen. So, jetzt haben wir ein Problem, denn jedes Mal, wenn eine Wolke über unsere PV-Anlage fliegt, schaltet unsere Wärmepumpe ab. Und das wollen wir definitiv nicht, dass unsere Wärmepumpe permanent ein- und ausschaltet. Also müssen wir eine Funktion auswählen, welche nur mit der Wassertemperatur oder dem Heizstab zusammenhängt. Weil dem Heizstab ist es egal, ob er dauernd ein- und ausgeschaltet wird. Version 2. Wir können jedes elektrische Gerät über unseren Wechselrichter ansteuern, auch wenn wir keinen SG-Ready-Kontakt haben. Dafür brauchen wir einen elektromagnetischen Schalter, auch Schaltschütz oder Leistungsrelais genannt. Denn wir dürfen an unserem Wechselrichter nicht direkt eine Last anschließen. So ein Schütz gibt es in verschiedenen Ausführungen. Einphasig, dreiphasig, für verschiedene Leistungen. Aber das weiß euer Elektriker, denn Arbeiten mit Strom ist lebensgefährlich. Da dürft ihr gar nichts machen. Gut, unser Wechselrichter steuert nun den Schütz an und dieser schaltet die Last durch. Somit können wir von der Glühbirne bis zur dreiphasigen Klimaanlage alles mit PV-Überschuss ansteuern. Variante 3. Wir haben nun gesehen, wie man Geräte mit PV-Überschuss über den Wechselrichter steuern kann. Das funktioniert, hat aber enorm viele Nachteile. Erstens, ihr müsst ein Kabel vom Wechselrichter zu eurem Gerät ziehen. Bei mir relativ blöde, weil über 50 Meter Distanz. Zweitens, ihr habt meistens nur einen Kontakt in eurem Wechselrichter. Aber jeder, der eine PV-Anlage hat, wird früher oder später mehrere Geräte intelligent steuern wollen.
Der dritte Punkt: Die Software vom Wechselrichter hat nicht wirklich viele Einstellungsmöglichkeiten, um irgendetwas intelligent zu schalten. Deshalb kommen wir nun zur Variante 3, ohne Wechselrichter. Wir steuern direkt über ein Shelly. Wer nicht weiß, was Shelly ist, soll sich doch bitte zuerst dieses Video anschauen. Da erkläre ich alles, wie das Ganze funktioniert. Gut, wenn wir nun ein SG-Ready-Kontakt ansteuern wollen, nehmen wir so ein blaues Shelly. Denn das ist ein potentialfreies Relais. Wir müssen kein Kabel verlegen, denn diese Geräte funktionieren über Wi-Fi. Dieses Gerät hat genau denselben Kontakt drin wie euer Wechselrichter. Nur mit einem riesigen Unterschied: die Shelly-Software hat 1000-mal mehr Funktionen. Mit einem Shelly 1 PM könnt ihr eine Last direkt durchschalten. Also ihr braucht keinen Schütz mehr, denn das ist euer Schütz. Ihr könnt jedes elektrische Gerät direkt so anschließen und bis 16 Ampere alles durchschalten. Das ist sehr praktisch, weil die kleinen Dinger kann ich direkt irgendwo in eine Abzweigdose verbauen oder direkt ins Gerät selber. Es gibt von Shelly aber auch diese Plugs. Das ist quasi eine intelligente Steckdose, die man in die Steckdose steckt. Wow, was für ein Satz. Da könntet ihr zum Beispiel direkt euren Elektroboiler einstecken. Wenn ihr dreiphasige Geräte anschließen wollt, dann müsst ihr wieder einen blauen Shelly nehmen, der steuert dann einen dreiphasigen Schütz an. Oder es gibt von Shelly auch dreiphasige Geräte, welche ihr direkt in der Elektroverteilung einbauen könnt. Ich muss es hier nochmals erwähnen, alles was ich hier zeige, dient ausschließlich zur Information. Strom ist lebensgefährlich und macht ein Elektriker. Ihr habt ja in meinem letzten Video schon einiges über diese Brauchwasserwärmepumpe erfahren. Für mich ein echter Gamechanger, eine richtig gute Investition. Jetzt zeige ich euch, wie ich das Ganze steuere. Ich benutze nicht die SG-Ready-Kontakte, ich umgehe die komplette Steuerung. So kann ich die Wärmepumpe einzeln schalten, nur den Heizstab oder beide zusammen. Warum habe ich das gemacht? Ganz einfach. Bei der SG-Ready-Version hat mir die interne Steuerung der Wärmepumpe zu oft dazwischen gefunkt. Denn die hat ihre eigenen Szenen, ihre eigenen Temperaturen und so weiter. Für meine Steuerung nutze ich einen Shelly 2 PM, denn der hat 2 Schaltkontakte. Das klingt jetzt etwas komisch, weil ich hier im laufenden Betrieb einfach den Strom wegnehmen könnte. Aber diese harte Abschaltung kommt bei mir in der Praxis gar nicht vor. Und außerdem hat dieses Gerät keinen Nachlauf und kann auch nicht modulieren. Generell sollte man aber wissen, dass man das nicht mit jedem Gerät machen kann. Nachdem alles so verkabelt ist, muss ich natürlich noch wissen, welche Temperaturen anliegen. Deshalb habe ich zusätzlich noch ein Shelly Add-on installiert mit einem Temperaturfühler. Die bekommt ihr übrigens für ein Trinkgeld bei AliExpress. Wenn ihr die Wärmepumpe nicht hart schalten wollt, könnt ihr zum Beispiel so einen blauen Shelly nehmen und den auf den SG-Ready-Kontakt legen und der Wärmepumpe sagen, dass wenn dieser Kontakt betätigt wird, dass er nur die Wärmepumpe ausschaltet. Und dann könnt ihr noch einen Shelly 1 PM installieren, welcher nur den Heizstab schaltet. So seid ihr auf der sicheren Seite. So, jetzt zeige ich euch die Shelly App. Ihr könnt euch verschiedene Dashboards anlegen. Hier habe ich zum Beispiel eins, da habe ich nur Geräte reingepackt, die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit anzeigen. Ihr könnt euch die so darstellen, wie ihr das wollt. Hier habe ich zum Beispiel alle meine wichtigen Geräte. Dann könnt ihr euch Räume erstellen. Das ist zum Beispiel Haus 1, Haus 2. Und hier drin habe ich dann meine Geräte, welche auch in diesem Haus verbaut sind. Hier habe ich mal einen Raum erstellt für unsere Brauchwasserwärmepumpe. Ihr seht jetzt nun hier, das ist nur die Wärmepumpe. Die läuft im Moment, braucht 360 Watt. Das ist auch ein Grund, warum ich nicht den SG-Ready-Kontakt genommen habe. Denn die potentialfreien Relais, also die blauen, die können natürlich keine Messung durchführen, weil das ist ja nur ein Schaltkontakt und da fließt ja kein Strom drüber. Hier kann ich die Statistik anschauen, die kann ich auch groß machen. Ich kann schauen in den letzten 30 Tagen und
So zeigt mir an, was die Wärmepumpe im Durchschnitt pro Tag an Energie aufgenommen hat. Dann haben wir unseren Heizstab hier. Den können wir auch separat ein- und ausschalten. Ich schalte ihn mal ein. Und wir sehen hier, der braucht 1,3 Kilowatt. Kann ihn auch wieder ausschalten. Dann haben wir hier die Temperatur von unserem Kessel. Habe ich auch Statistiken, die ich anschauen kann. Und zusätzlich habe ich mir noch so ein Temperatursensor einfach im Keller eingebaut. Der zeigt mir auch die Luftfeuchtigkeit an. Im Moment extrem hoch, denn es regnet seit 5 Tagen und das macht sich bemerkbar in meinem alten Gewölbekeller. Habe hier natürlich auch Statistiken, die ich anschauen kann. Gut, jetzt machen wir zuerst mal einen Zeitplan, und zwar nur für die Wärmepumpe. Ihr müsst natürlich an der Wärmepumpensteuerung zuerst eure Temperaturen definieren. Das heißt Minimumtemperatur und Maximumtemperatur der Wärmepumpe. Die stellt ihr dort mal ein. Jetzt könnt ihr euch hier Zeitpläne erstellen. Ihr müsst die natürlich so erstellen, dass es für euch funktioniert. Das macht ihr relativ einfach. Ihr könnt auswählen Montag bis Sonntag. Ihr könnt aber auch Zeitpläne nur für Samstag oder Sonntag erstellen. Ihr könnt auch nur einen bestimmten Tag auswählen. Ihr könnt aber euch auch Monate machen. Zum Beispiel einen Zeitplan für Januar und Februar, einen Zeitplan für die Übergangszeit und einen Zeitplan für den Sommer. Also ihr könnt euch da 1000 Zeitpläne erstellen, wie ihr wollt. Gut, wir machen einen ganz normalen Montag bis Sonntag. Ich sage dem jetzt zum Beispiel, er soll um 9:30 Uhr einschalten. Jetzt muss ich dem hier sagen, dass er einschaltet, und zwar nur die Wärmepumpe, das ist dieser Ausgang. Speichern. Jetzt haben wir hier unseren neuen Zeitplan. Den können wir ein- und ausschalten. Und jetzt müssen wir natürlich dasselbe noch machen für Ausschalten. Ich schreibe hier jetzt mal 13 Uhr. Jetzt müssen wir ihm natürlich sagen, dass er ausschaltet. Speichern. So, das sind die 2 neuen Zeitpläne, die wir erstellt haben. Was immer wir wollen, können wir hier uns einrichten. Jetzt haben wir hier den Heizstab. Hier habe ich ein Zeitprogramm hinterlegt, und zwar nur eine Ausschaltung. Denn der Heizstab steuern wir über eine PV-Überschussszene. Wir erstellen mal eine neue. Also, wenn Bedingung hinzufügen. Ein Gerät, und zwar brauchen wir jetzt das Smart Meter, welches in der Elektroverteilung eingebaut ist. So ein Smart Meter ist Bedingung, dass ihr PV-Überschussszenen erstellen könnt. Ihr installiert das einmal und könnt danach von mir aus 100 Geräte intelligent und komplett unabhängig voneinander steuern. Eben wie gesagt, schaut euch dieses Video an, da erkläre ich alles. So, jetzt wollen wir die Gesamtleistung. Und zwar, wenn ich einspeise, wird mir ein Minuswert angezeigt. Wenn der Wert kleiner als 2000 Watt ist, dann soll ein Auslöser betätigt werden. Und zwar bei einem Heizstab ist es ja egal, der kann von mir aus permanent ein- und ausschalten, das macht dem nicht so viel. Deshalb mache ich bei jeder Änderung gut. Also wenn wir über 2 Kilowatt Überschuss haben, jetzt könnte ich eine zweite Bedingung hinzufügen oder eine Oder-Bedingung, aber das reicht jetzt für unsere erste Szene. Also wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann Aktion hinzufügen, auch wieder ein Gerät, das etwas machen soll, und zwar brauchen wir jetzt unseren Heizstab. Dann soll der einschalten. Hier könnte ich dem auch zum Beispiel noch eine Zeitschaltuhr geben oder was auch immer. Weiter, ich könnte die Aktion verzögern. Brauchen wir nicht, wir wollen, dass der sofort einschaltet. Speichern. Jetzt kann ich dem sagen, wann er das machen soll. Zum Beispiel zwischen 9 Uhr und 17 Uhr. Ihr könntet hier auch wieder Wochentage auswählen.
So, jetzt aktivieren wir die Szenen noch nicht. Wir wollen diese Szene speichern, auch in unserem Raum, wo die Brauchwasserwärmepumpe drin ist. Jetzt geben wir dieser Szene einen Namen. Jetzt kann ich ein Bild auswählen. Ihr könnt selber Bilder hochladen. Ich mache jetzt den einfach mal orange. Wir sehen nun, wenn unser Smart Meter sagt, dass wir über 2 Kilowatt Überschuss haben, dann schaltet er unseren Heizstab ein. Und zwar zwischen 9 und 17 Uhr. Jetzt müssen wir das Ganze umkehren, damit er irgendwann auch wieder ausschaltet. Also ich kann mir den einfach hier kopieren. Und jetzt sage ich dem, sobald er nur noch 200 Watt hat, dann soll er den Heizstab ausschalten. Auch wieder die gleiche Zeit. Heizstab aus heißt das, die Szene. Also, wir haben diese Szene. Bei 2 Kilowatt Überschuss schaltet der Heizstab ein. Und wenn wir nur noch 200 Watt Überschuss haben, schaltet der Heizstab aus. Gut, jetzt kann ich diese Szene aktivieren. Sobald nun unsere Bedingungen erfüllt sind, starten diese Szenen. Aber ich kann die auch ausschalten, dann ist egal, wenn wir Überschuss haben, dann laufen diese Szenen nicht automatisch an. Jetzt, was ich immer mache, wenn ich auf irgendein Gerät eine Szene gelegt habe, dann gebe ich der einen Zeitplan, welcher das Gerät ausschaltet. Unsere Szenen enden ja um 17 Uhr, also lege ich mir einen Auszeitplan an nach dieser Zeit, damit ich sicher bin, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Gut, unser Heizstab wird ja nur noch über Schelle gesteuert. Das heißt, wir müssen dem auch eine Temperatur geben, damit er irgendwann auch ausschaltet. Das können wir zum Beispiel lösen mit einer Aktion. Ich habe hier Aktionen erstellt, zum Beispiel Heizstab schaltet bei 55 Grad aus. Oder Heizstab schaltet bei 50 Grad aus. Ich füge da eine neue Aktion hinzu. Wir wollen die Temperatur von unserem Shelly Add-on. Dann können wir hier einen Namen geben. Eine Zeit könnten wir wieder einstellen, aber das soll bei mir immer so sein. Jetzt wollen wir eine Temperaturmessung, und zwar sobald unser Temperaturfühler sagt, keine Ahnung, 60 Grad, dann soll der Heizstab, nicht die Wärmepumpe, sondern der Heizstab ausschalten. Jetzt haben wir hier unsere neue Aktion. Sobald der Temperatursensor hier über 60 Grad geht, dann schaltet unser Heizstab ab. Das Ganze könnten wir natürlich auch mit Szenen machen. Wir können eine neue Szene erstellen, die genau dasselbe sagt. Ich habe euch hier wirklich nur die Basics erklärt, denn ich könnte stundenlang über dieses Programm sprechen. Ich kann nur eins sagen, es gibt praktisch nichts, was ihr mit diesem Programm nicht machen könnt. Ihr könnt euch Szenen erstellen, welche PV-überschussabhängig sind, plus Luftfeuchtigkeit beinhalten oder Temperaturen, welche dann euch diverse Geräte ein- oder ausschalten. Ihr könnt auch alles miteinander kombinieren. Ihr könnt auch Szenen erstellen, welche euch wiederum andere Szenen aktivieren. Ich habe auch Szenen, welche mir wiederum mehrere Szenen in meiner Heizungswärmepumpe ein- und ausschalten. Wenn es richtig kompliziert wird, kann ich mir auch Skripte erstellen. Ich habe euch ja in diesem Video schon gezeigt, was alles möglich ist und wie man richtig viel Geld sparen kann, wenn man seine Geräte intelligent steuert.
Da wird von mir noch einiges mehr kommen, also wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren, aber absolut super Tipp, Daumen hoch hier lassen, das ist absolut gratis und unterstützt meinen Kanal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.